Neulich sprach ich mit einigen Freunden über die vermeintliche Horrornachricht, die da lautete: Epic Games kauft Rocket League-Entwickler Psyonix. Es ist eine der vielen Überschriften, die in den letzten Monaten durch die Spielepresse geistern und bei vielen Spielern auf große Ablehnung stoßen. Immer wenn sich ein weiterer Entwickler oder Publisher dazu entschließt, im Epic Games Store sein Spiel exklusiv zu veröffentlichen, werden die Mistgabeln und Fackeln aus den Schränken geholt, böse Kommentare verfasst und negative Reviews rausgehauen. Und auch bei meiner, nicht repräsentativen Umfrage finden um die 50% den neuen Shop der Unreal Engine und Fortnite-Entwickler scheiße. Sicherlich würden viele nun applaudieren und zustimmend nicken, wenn ich jetzt auch meinen Unmut zum Besten geben würde, doch leider muss ich euch enttäuschen. Ich finde den Epic Store eine gute Sache, bei der wir Spieler am Ende am meisten profitieren. Letztendlich ändert sich bei einem Exklusivdeal seitens Epic für den normalen PC-Spieler eigentlich nicht viel. Ich kann verstehen, dass sich PC-Spieler aufregen, wenn ein Spiel exklusiv für Konsolen erscheint. Da reden wir von einigen 100 €, die mich vom Besitz der Konsole und des Spiels trennen. Und im Zweifel brauche ich dann noch 2 weitere Konsolen, um auch wirklich alle Spiele mitzunehmen. Doch im Falle eines Epic Deals muss ich nur für genügend Speicherplatz sorgen und statt Steam die Verknüpfung des Epic Stores anklicken. Sind jetzt alle so faul geworden, dass dieser Aufwand nicht mehr tragbar ist? Zudem finde ich es sehr interessant, wie Steam nun als nahezu heilige Plattform verehrt wird. Zum Start von Steam sah das noch ganz anders aus. Was war der Aufschrei groß, als man nun seine Spiele mit einem Steam-Account verknüpfen musste, um sie zu spielen? Spielemagazine wie die GameStar wiesen in ihren Testberichten in speziellen Kästen darauf hin, dass man dieses Spiel bei Steam aktivieren müsste, und auch sonst war der Widerstand gegen Valves Plattform recht massiv. Ich würde meinen, ähnlich groß, wie wir ihn nun in Hinblick auf Epics Pendant erleben. Lustig, wie sich die Zeiten ändern. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass Steam dem geneigten Spieler sehr viele Vorteile bietet. Über Jahre hinweg hat man auf dieser Plattform seine Freundesliste gepflegt, hat Communities gegründet, in den Spiele-Hubs diskutiert und den Workshop genutzt, um sich die neuesten Mods für sein Spiel herunterzuladen. Steam ist über die Jahre von einem einfachen Store für Spiele zu einer All-Inclusive-Plattform gereift. Da will ich beim besten Willen nichts Negatives drin sehen. Nur sind das doch am Ende alles Features, die in die Kategorie Nice to Have fallen. Weil, seien wir mal ehrlich, zum einfachen Spielen eines Spiels braucht es das alles nicht. Ich kaufe ein Spiel, installiere es, starte es und spiele es. So einfach funktioniert das Spielen doch in 90% der Fälle. Brauche ich noch Freunde, um dies zu tun, lade ich sie über eine Freundesliste ein und naja, die hat der Epic Launcher. Nach ein paar Minuten habe ich meine engsten Freunde hinzugefügt und kann problemlos durchstarten. Mods oder ähnliches kann ich mir auch anders beschaffen. Klar, nicht so übersichtlich wie bei Steam, aber es geht. Ich kann sogar, wenn ich nicht von mir aus den Epic Games Launcher starten will, die Verknüpfung des Spiels in meine Steam-Bibliothek integrieren und dann gemütlich dort auf Starten klicken, wodurch der Rest automatisch passiert. Wahnsinn, oder? In meinen Augen ist es alles eine Sache der Gewöhnung. Als Uplay und Origin an den Start ging, wurde auch aus allen Rohren gegen diese Programme gefeuert. Heute ist es völlig normal, dass man EA-Spiele eben nur noch bei Origin bekommt und Titel von Ubisoft immer den Uplay-Launcher voraussetzen. Bethesda, Blizzard und andere zogen auch schon nach. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht für die Publisher vollkommen verständlich. Was mich zu einem Punkt bringt, den viele Spieler beim ganzen Rumschreien über Exklusivität und fehlende Features ganz häufig komplett vergessen. Die 30%, die Steam vom Kuchen abhaben will dafür, dass Spiele bei ihnen angeboten werden. EA, Ubisoft, Blizzard und Co. umgehen diese Abgabe durch ihre eigenen Stores und Epic verlangt einen deutlich geringeren Cut. Bisher ist es üblich, dass Steam einen Anteil von eben jenen 30% von den Verkäufen einstreicht. Dieser Wert hat sich auf dem Markt etabliert und wurde auch von anderen Stores übernommen. Um mal zu verdeutlichen, was das am Ende für alle Beteiligten bedeutet, habe ich euch mal ein kleines Rechenbeispiel mitgebracht. Gehen wir mal davon aus, dass ich ein Spiel für 20 € bei Steam erwerbe. Das ist in etwa der Standardpreis für ein neues Indie-Spiel. Was meint ihr, bekommt am Ende der Entwickler? Da ich in Deutschland wohne, sind in dem Preis bereits die 19% Umsatzsteuer inbegriffen. In Euro sind das 3,80 €. Das bedeutet, nach Abzug der Steuern bleiben 16,20 € zum Aufteilen übrig.
Davon gehen die angesprochenen 30% an Steam fürs Bereitstellen der Server und die Sichtbarkeit auf der Plattform, also 4,86 €. Nun teilen sich in unserem Beispiel ein Entwickler und sein Publisher den restlichen Teil von 11,34 €. Je nach Deal sehen die Verhältnisse da immer etwas anders aus, aber man kann davon ausgehen, dass häufig 30% an den Publisher gehen und 70% an den Entwickler. In diesem Falle also 3,40 € für den Publisher und die restlichen 7,94 € für den Entwickler. Bei 100.000 verkauften Spielen kommen wir auf eine Summe von 794.000 €, die der Entwickler am Ende bekommt. Klingt ja schon ganz nett, aber sind es nicht eigentlich die Entwickler, die am meisten Arbeit mit dem Spiel haben? Eine Spieleentwicklung dauert mehrere Jahre und je nach Größe des Teams verschlingt sie eine Menge Geld. Währenddessen übernimmt der Publisher das Risiko, finanziert die Entwicklung im Voraus und kümmert sich um das Marketing. Epic löst sich wie gesagt von diesen 30% und möchte für die Bereitstellung der Server und der Sichtbarkeit nur 12% haben. Diese sollen laut Epic ausreichen, damit der Store noch Gewinne erzielen kann. Unser Beispiel, diesmal beim Kauf im Epic Store, sieht dann so aus. An den 19% Umsatzsteuer ändert sich nichts, bleiben also weiterhin 16,20 € für die Aufteilung. Nun gehen nur 12% an Epic, also lediglich 1,94 €. Somit teilen sich Entwickler und Publisher einen Rest von 14,26 €. 30% für den Publisher bedeuten 4,28 €, 70% für den Entwickler 9,98 €. Bei 100.000 verkauften Spielen landen wir dadurch bei 998.000 €, also 204.000 € mehr als bei Steam. Zum direkten Vergleich, bei Epic muss man in diesem Beispiel nur etwa 80.000 Einheiten verkaufen und würde den gleichen Umsatz erzielen wie bei 100.000 Verkäufen auf Steam. Das ist ein erheblicher Unterschied, gerade für kleine Indie-Teams, die auf jeden Euro angewiesen sind, um die Büromiete, die Programmlizenzen und ihr Mittagessen bezahlen zu können. Es geht bei ihnen um nicht weniger als die Existenz des Studios. Durch diesen günstigeren Cut wird das Risiko zumindest ein wenig reduziert und Indie-Studios können durch weniger Verkäufe ihre Kosten wieder reinholen. Alles, was sie dann zusätzlich einnehmen, können sie in hochwertigere Spiele investieren. Und das kommt wem am Ende zugute? Genau, uns Spielern. Denn wenn das Risiko überschaubarer wird, können in Zukunft vermehrt Nischenprojekte in Angriff genommen werden, ohne dass die Entwickler Angst haben müssen, am Ende alles zu verlieren. Oder aber Studios können in der Branche höhere Gehälter zahlen, wodurch die Branche attraktiver und die Innovation durch neue Fachkräfte vorangetrieben wird. Zudem ist der Epic Store noch nicht so überlaufen, wodurch mehr Sichtbarkeit für kleinere Spiele geboten wird als bei Steam, wo pro Woche mehrere Dutzend Spiele veröffentlicht werden. All das sind tolle Dinge und letztendlich zahlen wir Kunden nicht einen Cent mehr dafür. Ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Seiten, oder? Darüber hinaus bietet Epic neben diesem 12% Cut auch noch weitere Konditionen, die für mehr Planungssicherheit sorgen. Wenn ein Publisher sich entschließt, bei Epic einen Exclusive Deal zu unterschreiben, dann kann dieser unter anderem garantierte Verkäufe beinhalten. Was das bedeutet, ist schnell erklärt. Epic verspricht dem Publisher einen Mindestumsatz, sagt also quasi, euer Spiel wird bei uns 100.000 Mal innerhalb des ersten Jahres verkauft. Sollten die tatsächlichen Verkäufe nach diesem einen Jahr dann allerdings nur bei 90.000 liegen, gleicht Epic die Differenz aus, bezahlt also die übrigen 10.000 nicht verkauften Exemplare. Das ist gerade dann sehr hilfreich, wenn es sich bei dem Spiel um eine noch unbekannte Marke handelt. Es kommt ja schon häufiger mal vor, dass ein solch unbeschriebenes Blatt in Zeiten der großen Franchises zu einem Flop verkommt. Durch den garantierten Mindestumsatz hat der Publisher diese finanzielle Gefahr aber minimiert. Auch hier dürften Publisher in Zukunft eher gewillt sein, sich an neuen Marken zu versuchen, anstatt eine Serie bis auf den letzten Tropfen auszuquetschen. Wer freut sich am Ende? Alle. Epic, weil ein Spiel nur bei ihnen erscheint, der Publisher, weil er besser mit dem Geld planen kann, der Entwickler, weil er für sein Herzensprojekt doch einen Hafen gefunden hat und wir Spieler, weil wir vielleicht eine völlig neue Spielerfahrung bekommen. Doch auch neben diesen indirekten Vorteilen, die ein Einkauf im Epic Store so mitbringt, können wir Spieler auch direkt profitieren. Alle paar Wochen kann man sich ein kostenloses Spiel abholen und, wie sagt man so schön, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Zudem läuft oder lief, je nachdem wann dieses Video hier erscheint, gerade der erste Sale im Epic Store. Interessant hier ist, dass neben den individuellen Rabatten auf die einzelnen Titel auch 10 € Rabatt auf alle Spiele, die mehr als 14,99 € kosten, geboten werden. Auch für
für Spiele, die noch nicht einmal erschienen sind. Das ist keine schlechte Idee in meinen Augen und hat mich durchaus bei 2 Spielen schon grübeln lassen, ob ich zuschlagen soll oder nicht. Stand jetzt konnte ich zum Glück noch widerstehen. Ihr seht, bis auf ein paar fehlende Features kann ich am Epic Store nichts Verkehrtes finden. Umso erstaunter bin ich deshalb, was für ein großes Mimimi durch die Spielerschaft wandert. Gibt es nicht wichtigere Themen, über die man sich in diesem Maße aufregen sollte? Wir sollten uns doch lieber freuen, dass Epic seine Fortnite-Milliarden zurzeit so locker sitzen hat und Steam dadurch ernsthafte Konkurrenz bekommt. Über Jahre hinweg war Steam der alleinige Platzhirsch auf dem digitalen PC-Spielemarkt und konnte der Branche dadurch vieles diktieren. Nach dem Motto, friss oder stirb. Wenn du mit den 30% Cut nicht zufrieden bist, dann veröffentliche halt nicht hier. Da sie die Reichweite auf ihrer Seite haben, mussten die Entwickler das halt schlucken oder Gefahr laufen, dass niemand ihr Spiel kauft. Nun gibt es eben eine durchaus ebenbürtige Alternative. Steam wird also auch überlegen müssen, wie sie nun darauf reagieren. Das dürfte am Ende wieder positiv für uns Spieler sein. Konkurrenz belebt eben das Geschäft. Und das ist auch ganz gut so.